Herzlich willkommen zu einer weiteren SimDev Live-Folge. Heute eine ganz besondere. Und ich darf heute zum ersten Mal an meiner Seite begrüßen Volker von Halicon Media. Grüß dich, Volker. Hallo. Und Volker, du musst kurz das Mikro an. Ja, hallo. Jetzt hört man dich. Okay. Hi, Volker. Hallo. Und ja, wie angekündigt, heute steht das Hamburg DLC bevor. Heute ein erster Showcase. Da sind wir natürlich alle gespannt. Ich sehe es auch hier im Chat, einige Nachrichten. Wir haben gerade über 50 Zuschauer. Auch nochmal wirklich Hallo an jeden Einzelnen im Chat. Danke an alle Follows, die schon wieder hier reingeflogen sind. Und hier sehe ich es auch zum ersten Mal. Blaulicht-Fan hat einen Zuschauer geradet. Danke, Blaulicht-Fan, sehe ich hier auch zum ersten Mal. Und ja, die Vorfreude ist groß. An meiner Seite natürlich auch nicht zu vergessen Timo. Grüß dich, Timo. Timo wird heute so ein bisschen den Busfahrer spielen, da sind wir mal natürlich auch gespannt. Da ist heute auch große Qualität beim Busfahren auf jeden Fall. Und also die Bedingungen, die Vorbereitungen sind perfekt, heute das Hamburg DLC vorzustellen. Und ja, Volker, was haben wir uns denn heute jetzt schon im Anschluss in der Vorbereitung so ein bisschen ausgedacht? Wir wollten heute zwei Sachen zeigen, und zwar einmal Linie 17, die in der Feldstraße beginnt, und die werden wir mal fahren so bis in Richtung Hauptbahnhof, oder wird Timo fahren. Ich werde zwischendurch zu den einzelnen Haltestellen oder zu den einzelnen Punkten der Linie ein bisschen was sagen. Und wenn die Zeit reicht und es hier nicht so viele Fragen gibt, die wir beantworten müssen, dann wollen wir eigentlich auch nochmal die Linie 6 vom Hauptbahnhof bis in die Speicherstadt fahren. Die haben wir gerade erst fertig oder fast fertig ausdekoriert, ist gerade fertig geworden. Sehr, sehr schöner Teil der Linie 6. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir heute kommen. Genau so machen wir das. Bin ich sehr gespannt. Und vorab vielleicht 1, 2 wichtige Notizen, die wir vorab klarstellen wollen. Und zwar, das haben wir auch in unseren Bewertungen auf Steam gesehen. Das habt, ich glaube, ihr, Volker, auch sehr, sehr oft gehört. Da hieß es immer, warum arbeitet jetzt TML schon an einem DLC, obwohl es noch Early Access ist. Und da auch jetzt nochmal für alle, die das wirklich noch nicht auf dem Schirm hatten, noch nicht die Info hatten, das Hamburg DLC ist ein Third-Party-DLC und wird entwickelt von Halicon Media. Ja, genau. Also uns haben ja auch viele Anfragen deswegen erreicht. Wir haben extra nochmal eine FAQ gemacht, die wir auch bei Steam released haben in Deutsch und Englisch. Haben vielleicht auch nicht alle gelesen oder nicht alle verstanden. Ist ja auch egal. Insofern, also Fragen zum Hauptspiel könnt ihr gerne an TML richten. Wir können zum Hauptspiel relativ wenig sagen, egal ob es sich jetzt um die KI-Busse oder andere Dinge handelt. Zum DLC beantworte ich gerne alle Fragen. Deutsch, Englisch, gar kein Problem. Nur zum Hauptspiel können wir halt relativ wenig sagen. Genau. Englisch ist ein guter Punkt. Ich sage es auch mal kurz in Englisch. So for all the English-speaking people, it's very important to know that the Hamburg DLC is a third-party DLC developed by Halicon Media, so not from TML. So everybody who asks himself why does TML DLC before the full release, that's not the case. It's developed, as I said, from Halicon Media. Gut, und dann, bevor wir jetzt anfangen, mal hier ins Gameplay reinzustarten, auch nochmal jetzt die Info, kommt natürlich dann auch nochmal am Ende für jeden, der es noch nicht getan hat, auf Steam. Packt das Hamburg DLC, ist schon auf Steam drauf, packt das in die Wishlist, dass ihr da auch wirklich nichts verpasst und das dann auch direkt auf dem Schirm habt. Gut, also würde ich sagen, ich wechsle jetzt mal hier ins Gameplay. Jetzt sehen wir hier auch schon ein sehr interessantes Gebäude im Hintergrund. Und wo befinden wir uns gerade, Volker? Also wir sind jetzt hier in der Feldstraße. Da fängt die Linie 17 an.
Das, was man da im Hintergrund sieht, ist der sogenannte Feldstraßenbunker oder Hochbunker in Hamburg. Sehr interessantes Gebäude. Wir haben das aus Stand 2023 nachgebaut. Mittlerweile ist das da oben sogar noch ein bisschen grüner geworden. Ein Wahnsinnsteil, da kann man außen rumgehen und hochgehen. Sollte irgendjemand von euch mal in Hamburg sein, macht das mal. Kostet kein Geld, kostet keinen Eintritt. Ist auch sportlich, da hochzulaufen. Man kann aber auch einen Fahrstuhl nehmen. Und man hat von da oben eine Aussichtsplattform mit einem ganz, ganz tollen Blick. Mittlerweile ist da auch ein Hotel drin und ein Restaurant und auch ein Café. Also das ist ein wirklich guter Tipp, wenn man in Hamburg ist und man ist dann sowieso hier in der Feldstraße, weil da ist auch die U-Bahn-Linie 3 mit einem Bahnhof. U-Bahnhof kann ich nur wärmstens empfehlen, das zu tun. Ja, und in den Vorbereitungen haben wir ja auch schon oder waren wir auch überrascht, wie groß das DLC letztendlich geworden ist. Von daher, seit wann genau arbeitet Halicon da jetzt schon dran? Also wir haben angefangen damit im Jahre 23, also im Frühjahr 23, im Grunde mit dem Release des Editors haben wir angefangen und sind seitdem dabei, nähern uns jetzt aber langsam dem Ende. Mhm, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, Timo, fahren wir mal ein Stück los und ich kann hier vielleicht gleich mal was zu sagen. Wir stehen jetzt hier vor dem alten Schlachthof. Das war tatsächlich früher auch der Schlachthof von Hamburg. Timo, wenn du mal ein bisschen nach rechts schwenkst, dann sieht man das auch, beziehungsweise das ist eine Passage mittlerweile, Schlachthofpassage. Auf der anderen Seite, ja genau, dieser ganze Bereich. Auf der anderen Seite befindet sich die Rindermarkthalle, wo früher tatsächlich in Hamburg auch Rinder gehandelt worden sind, also verkauft worden sind, bietet sich auch an, wenn der Schlachthof nebenan ist. Mittlerweile ist das ein ganz nettes Einkaufszentrum geworden. Und noch ein Stückchen dahinter ist das Fußballstadion vom FC St. Pauli. Das sieht man, wenn man als Busfahrer dort vorbeifährt, hier und da auch mal so durch die Häuserschluchten durch. Ja, sehr interessant. Kurze Frage, Volker. Pauli oder Hamburg? Also ich habe nichts gegen St. Pauli, aber mein Herz schlägt für den HSV. Das war eine eindeutige Antwort, denke ich. Ja, da sieht man auf jeden Fall schon, Timo, du machst das nicht zum ersten Mal mit dem Bus fahren. Ich denke, das freut auch sehr, sehr viele, dass sie heute mal ein qualitatives Busfahren sehen. Und ja, wir sind jetzt hier in der Budapester Straße. Diese Straße führt weiter in Richtung St. Pauli. Also wenn man hier weiter nach links gucken würde, wenn da jetzt nicht so viele Bäume wären, ne, dann würde man auch Teile vom Stadion sehen und ein Schwimmbad ist da. Und ein großes Gebäude von der Telekom. Wir nähern uns jetzt gleich dem Bereich Heiligengeistfeld. Großer Platz in Hamburg, wo eben auch dieser Hochbunker steht, wo mehrmals im Jahr große Kirmes oder Rummel oder je nachdem, wie das bei euch heißt, stattfindet. Das ist der Hamburger Dom. Und wir haben den Dom aber nicht nachgebaut, sondern wir haben uns entschieden dafür, da zum Beispiel einen Zirkus hinzusetzen, beziehungsweise so Messezelte, weil da ab und zu auch mal so Events sind von Autofirmen, die irgendwas vorstellen und so weiter. Das kann man da aber auch sehen. Okay, und bei der Entwicklung, Volker, wie seid ihr da vorgegangen? Weil Hamburg ist ja auch eine Riesenstadt, da gibt es wahrscheinlich auch so viele Sehenswürdigkeiten, dass ihr da auch wahrscheinlich nicht hättet alles reinbringen können. Wie seid ihr da so ein bisschen vorgegangen zu entscheiden, okay, das wollen wir auf jeden Fall so reinbringen und das lassen wir vielleicht raus? Also wir haben beide Linien zigmal erkundet, also wirklich in Realität im Bus mitgefahren, geguckt, was wird dringend gebraucht, das Ganze da ein bisschen verfeinert, indem man sich das halt mal in Google Earth oder Street View oder so weiter anguckt und dann entschieden, welche Gebäude gebraucht werden, die unique sind, die wir bauen müssen und welche Gebäude möglicherweise mit dem Hausbautool erstellt werden können. Da haben wir noch sehr, sehr viele Elemente zugefügt, weil es gibt so Dinge, die gibt es im Hausbautool nicht, die haben wir erst noch geschaffen, also ganz bestimmte Fenster oder in Hamburg zum Beispiel gibt es kaum ebenerdige Eingänge in Häusern, die haben meistens immer mindestens 1, 2, 3 Stufen. Solche Sachen fehlten halt, die haben wir aber alle gebaut und haben dann eben das, was man mit dem Hausbautool machen konnte, mit dem Hausbautool gemacht, aber eben auch wirklich weit über 200 Objekte gebaut, die völlig einzigartig sind. Auf eins fahren wir gleich zu. Da ist am Eingang der Reeperbahn hier vorne gleich rechts
das Millantor-Gebäude, wo mittlerweile Büro drin ist, eine Hamburger Kultkneipe, das Zwick hier vorne und eine große Krankenkasse. Was wir hier rechts sehen, Timo, halt mal bitte an, das ist schon so der Eingang zur Reeperbahn. Hier ist auch die U-Bahn-Station St. Pauli. Dahinter architektonisch, für die es interessiert, sehr interessant sind die tanzenden Türme. Mittlerweile, also das ist ein Hotelkomplex und die sehen ein bisschen aus, als wenn die umkippen würden. Dabei sind sie völlig gerade. Ja, kann man jetzt nicht so gut sehen, aber man kann das als Busfahrer sehen, wenn man dran vorbeifährt. Hier vorne links dieses kleine weiße Gebäude, das ist übrigens die Millantor-Wache, wo tatsächlich früher eine Wache war, weil hier waren auch die Übergänge da sieht man die tanzenden Türme da vorne. Dieses kleine weiße Gebäude. Dahinter diese große Grünanlage Planten und Blumen, auch sehr bekannt in Hamburg. Und wir fahren jetzt einfach mal weiter in Richtung Osten. Ja, das heißt, ihr habt da natürlich auch sorgfältig geschaut, was da auch in der Realität auf den Linien ist. Das heißt, da können sich auf jeden Fall auch die User auf eine hohe Qualität, was die realitätsnah oder dichter angeht, freuen auf jeden Fall. Ja, absolut. Also die ganzen Sehenswürdigkeiten, die hier an der Linie stehen, also ob das jetzt neue Sachen sind, diese tanzenden Türme sind halt, wenn man so will, eine neue Sehenswürdigkeit, aber auch alte Sachen hier. Timo guckt gerade mal hier auf den Michel, an dem wir gleich vorbeifahren, also Michaeliskirche. Das haben wir alles wirklich gebaut und geguckt, dass wir das so realistisch wie möglich hinkriegen. Das hat auch einen Großteil der Zeit gebraucht, bis wir das alles soweit hatten hier. Ich werfe jetzt mal einen kurzen Blick auf den Chat hier. Schreibt einer, St. Pauli ist auch Hamburg. Ja, na klar, das war jetzt nur auf die Fußballmannschaften bezogen. Und Blaulicht-Fan schreibt auch, muss ich heute keinen Unfall-Counter machen? Ja, soweit denke ich nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Nein, also um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen FC St. Pauli. Ich habe mich auch gefreut, dass die in der Bundesliga geblieben sind, weil wir dann nächstes Jahr zweimal ein Derby haben in der Bundesliga. Also nicht falsch verstehen, wenn hier irgendwie Pauli-Fans sind. Alles gut. Ich war auch schon ein paar Mal im Stadion und finde das auch sehr, sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall. Derbys sind nicht zu unterschätzen. Die beleben das Ganze nochmal ganz anders auf jeden Fall. Hier schreibt auch Simplay Simulations, sieht verdammt realistisch aus. Freut uns natürlich sehr, dass wir euch das jetzt auch, wie gesagt, zum ersten Mal so richtig zeigen können. Und natürlich auch, wenn es euch gefällt. Aber ich denke, man sieht da direkt auch im ersten Blick, was da auch wirklich mal wieder für eine Arbeit reinsteckt. Volker, du hattest ja schon erwähnt, wie lange ihr da jetzt auch schon wirklich dran arbeitet, wie ihr da vorgegangen seid, dass ihr da auch ganz genau geschaut habt, das auch so ins Spiel zu übertragen, wie es halt auch eben in echt ist. Von daher könnt ihr da auf jeden Fall gespannt sein. Also wir fahren jetzt an die Haltestelle Michaeliskirche, die sieht man hier, also vielleicht eher bekannt unter Michel, Hamburger Michel, ne? Eine der Wahrzeichen von Hamburg, die Kirche mit einer ganz besonderen Orgel. Also wenn er mal in Hamburg ist oder so, kann man sich auch angucken. Ist auch innenarchitektonisch ganz interessant, den Michel mal zu besichtigen als Hamburg-Besucher. Aber auch das wurde alles wirklich akribisch genau nachgebaut. Wir fahren jetzt hier mit dem Bus auf einer der Hauptstraßen Hamburgs, B5, B4, also die Hamburg in westöstlicher oder ostwestlicher, je nachdem, Richtung durchquert. Ja, also hier sieht man auch schon, der Ramagan hatte vorhin geschrieben, direkt voraus ein Haus, in dem ich die Badezimmer in 8 Wohnungen gemacht habe. Also er hat da auch direkt erkannt, wo er da auch in echt war. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, ihr habt natürlich jetzt hier auch wieder einige Fragen reingeschickt. Wishlist ist schon draufgepackt. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, jeder, der es noch nicht getan hat, einfach auf Steam auf die Wishlist packen und dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Also hier links sieht man zum Beispiel auch gerade, oder Timo hat es gerade mal gezeigt, links so ein Gebäude mit so einem komischen Dach. Das ist auch ein neues Gebäude, was wir gebaut haben. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Versicherungsverband oder sowas, Verband der Versicherer. Also wir haben auf sowas eben auch geachtet, ne? Nicht, dass da nur historische Gebäude neu gebaut worden sind.
Wir fahren jetzt hier so auf eine weitere Kirche zu, da vorne. Das ist aber eine Ruine, also da steht irgendwie nur noch der Turm und Teile davon. Und kurz vorher jetzt queren wir gleich den Rödingsmarkt. Das ist auch sehr interessant, weil man hier mit Chance, nee, Timo, du musst rechts fahren, mit Chance auch eine U-Bahn sieht. Die U-Bahn fährt hier nämlich oberirdisch, die U3. Und die kann man tatsächlich ab und zu mal sehen, wenn man hier fährt. Die fährt hier an und fährt hier ab. Und die wird man als Spieler dann, wenn man in Hamburg ist, also auch sehen. Ja, und hier im Chat der Theo zockt 2002 mit der Frage, mit der wir natürlich auch schon gerechnet haben. Volker, er fragt, wann Release? Das kommt ein bisschen drauf an. Das ist, was ihr hier seht, ist alles noch Alpha. Wir sind noch nicht mehr in der Beta. Ne? Also wir sind auch noch dabei, die ganzen Bugs der Alpha zu fixen. Und die Liste ist eigentlich auch noch ziemlich voll. Wir können es noch nicht sagen. Wir würden es gerne lieber heute als morgen haben. Aber das ist ja immer nicht so einfach, sondern wir wollen ja auch ein fehlerfreies Produkt abliefern. Insofern geht hier, glaube ich, auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Genau. Also vereinfacht gesagt, steht noch kein Datum fest, aber ihr kennt das ja auch von uns, Leute, das ist immer nicht so einfach in der Entwicklung, da vorab schon eine ganz große Zeitspanne davor schon das Ganze festzulegen, weil man natürlich, wenn man es macht, das auch richtig machen möchte und in der Entwicklung immer Dinge dazwischen kommen können, die das Ganze nochmal verlängern und deswegen, also ich denke, ihr könnt da auf jeden Fall ja sicher gehen, dass Volker und Halicon da wirklich tagtäglich auch dran arbeiten und von daher, ja, freut euch einfach drauf und ich denke, ja, Volker, ihr werdet dann natürlich auch dann rechtzeitig, beziehungsweise wenn es dann eben auch irgendwann mal feststeht, da ganz normal die Leute abholen und ja, informieren und ankündigen, wenn es dann Richtung Release geht. Genau. Vielleicht noch weiter zur Linie 17 hier, die biegt hier in die Domstraße ab. Das ist die Straße, die uns nachher auch tatsächlich dahin führt, wo mal in Hamburg ein Dom stand. Kann man immer noch sehen. Da sind so weiße Leuchtsteine gesetzt, die den Umriss des Doms nochmal markieren. Und man fährt jetzt hier quasi in grobe Richtung des Hauptbahnhofs. Das ist sowieso einer der Hauptknotenpunkte der Linie, weil beide Linien da halt am Hauptbahnhof lang führen. Und wir werden jetzt hier gleich einbiegen in eine Kreuzung, wo es dann zum Sperrsort bzw. in die Steinstraße geht. Wenn genau ein Stückchen weiter noch die nächste Kreuzung hier drüben rechts auf der rechten Seite ist übrigens das Gebäude von der Zeitung Die Zeit. Auch das haben wir extra gebaut und auch so Sachen wie Fahne oben auf dem Dach gemacht und so weiter und so fort. Ja, also ich habe hier jetzt nochmal im Chat gesehen, auf jeden Fall krasse Nase. Danke für dein Prime-Abo. Vielen Dank und auch alle, die jetzt hier in den letzten Minuten reingefolgt sind. Captain Slow, krasse Nase, Hugo Marinas, Postermann 1957, Ramagani. Danke an jeden, der hier reinfolgt. Der es noch nicht getan hat, gerne auch folgen, damit ihr auch wirklich ja, genau solche SimDev-Livestreams nicht verpasst, wo ihr die neuesten Infos bekommt. Ihr kennt es ja, jede zweite Woche am Freitag um 15 Uhr, immer mit einem neuen Thema. Heute eben das Hamburg DLC, der Showcase, die Vorstellung. Und so werdet ihr immer benachrichtigt. Also das, was ihr hier rechts seht, diese weißen Dinger da auf dem Feld, das ist tatsächlich mal der Hamburger Dom gewesen. Deswegen heißt das hier auch Domstraße bzw. Domplatz. Hat man irgendwie nochmal nachgebildet. Ja, hier kann man das vielleicht nochmal sehen. Das haben wir auch alles gemacht. Da sind auch so komische Kunstwerke, so Betonwände. Auch das haben wir alles nachgebaut und nachgebildet. Wenn wir jetzt ein Stückchen weiter vorfahren, da ist die Hauptverwaltung der Hochbahn AG natürlich auch alles entsprechend nachgebaut, beziehungsweise die Kirche, die man da drüben sieht, Jakobikirche, ist auch eine Stelle, wo sich eine ganze Menge Buslinien kreuzen. Deswegen mussten wir da ein extra DFI bauen, was nämlich dann irgendwie 8 Zeilen hatte, also 2x4 Zeilen. Wird man vielleicht auch gleich sehen, wenn man da an der Haltestelle vorbeifährt. Ja, und hier geht es weiter mit einer sehr interessanten Frage, Volker. Dezorg 2002 fragt, das A-Tron wird noch angepasst? Fragezeichen. Ja, also im Rahmen der Möglichkeiten werden wir das natürlich anpassen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass in Hamburg nicht A-Tron gefahren wird, sondern Almex. Aber das ist alles noch ein bisschen schwierig. Das kommt aber sicherlich irgendwann, dass man das auch ändern kann. Aber wir werden so Sachen wie die Tickets und so
Und alles, was man farblich oder so ändern kann, werden wir natürlich an Hamburg anpassen. Deswegen stehen jetzt hier Berliner Preise und A und B und so weiter, aber das kommt alles noch. Hier drüben links die Haltestelle, das ist Jakobikirchhof, was ich vorhin sagte, mit diesem achteiligen DFI, weil sich hier eben auch eine ganze Menge Linien treffen. Und hier sowieso eine sehr interessante Verkehrsführung, weil der Bus hier sozusagen auf der falschen Seite fährt. Hier hat man 2 extra Busspuren gelegt. Hier auf der linken Seite übrigens das Finanzamt Hamburg Mitte. Ja, und der Funky TV schreibt hier auch nochmal, wie viele Linien gibt es? Also wir haben 2 Linien gemacht, ne? Und zwar die Linie 6 vom Borgweg bis in die Speicherstadt auf dem Sande und die Linie 17, die hier in diesem DLC vom Bahnhof Barmbek bis in die Feldstraße geht. Die fahren wir jetzt sozusagen in die andere Richtung. Die Linie 17 ist sonst länger, ne, sage ich auch. Aber wir haben uns entschieden, dass wir sie erstmal nur bis Barmbek bauen, weil das sonst wirklich die Zeit komplett gesprengt hätte. Und ist aber auch aus unserer Sicht jetzt nicht wirklich dramatisch, weil die wird im weiteren Verlauf der Linie dann auch nicht mehr ganz so attraktiv. Und viele Kurzläufer und zum Beispiel fangen in Barmbek auch an und viele Linien gehen dann auch nur bis Barmbek. Insofern ist das, glaube ich, jetzt auch verschmerzbar, dass wir diese ganze Strecke von Barmbek nach Berne noch nicht haben. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch jetzt heute im Stream, man sieht schon, dass es ein sehr, sehr, sehr großes Stück ist, was da letztendlich draus geworden ist. Und wir haben ja bei weitem noch nicht alles gesehen. Von daher könnt ihr euch auch sehr, sehr drauf freuen. Und ich habe hier noch einige Fragen auch gelesen. Volker, wenn du was sagen möchtest, dann kannst du natürlich mir immer ins Wort fallen. Wir fahren jetzt auf den Hauptbahnhof zu. Wir haben hier vorne, Timo, wenn du mal ein bisschen nach rechts guckst, wir haben jetzt hier auch die ganze Gleisanlage des Hauptbahnhofs gebaut. Hier fahren auch Züge und die fahren auch auf den richtigen Gleisen. Das heißt also da, wo in der Realität eben auch der Fernverkehr ist, fährt der ICE da, wo eher die Regionalzüge sind, sowie der Metronom, den man hier sieht, oder die Regionalzüge, die 2023 Richtung Norden gefahren sind, also Richtung Lübeck oder Bad Oldesloe oder Bargteheide oder auch Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Das wird man hier alles sehen. Das ist der Hauptbahnhof. Das ist ein ziemlicher Kracher, den zu bauen. Aber ich glaube, der Aufwand war es wert. Genau, jetzt hier auch nochmal kurz zum Thema 2 Linien. Der Blaulicht-Fan hat es richtig geschrieben, 1:1 Hamburg, finde ich dabei jetzt aber nicht mager. Ja, da müsst ihr auch bedenken, überlegt mal, wie wir es auch in Berlin machen, wie lange es da wirklich auch dauert, bis da einmal eine ganze Linie fertig ist, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Wir haben das ja jetzt auch schon in den verschiedensten Videos und Streams gezeigt, welche Steps dafür nötig sind, dass man überhaupt wirklich von Anfang an bis Ende eine komplett neue Linie macht. Und deswegen kostet das natürlich immer sehr, sehr viel Arbeit und deswegen sind 2 Linien im 1:1 Format in Hamburg schon eine ganze Menge und ich denke, das kann man, wie gesagt, jetzt auch hier schon sehen. Ja, genau. Hier sind zu sehen die Abgänge. Hier können die Fußgänger quasi runtergehen zu den Gleisen in Hamburg. Der Bus hält hier nochmal an. Da vorne Museum für Kunst und Gewerbe. Auch sehr interessant, weil die irgendwie, glaube ich, raus müssen aus dem Gebäude, was nicht so ganz einfach ist, Ersatz dafür zu finden in Hamburg. Der Bus biegt dann hier weiter links. Aber wenn man geradeaus weiterfahren würde, würde man in Hamburg zum Zopp kommen. Den sieht man wahrscheinlich hier nur so aus der Ferne. Und hinter dem Zopp haben wir kein richtiges Depot, aber da ist so eine Art Pausenplatz, wo eben auch Busse stehen, wo wir auch ein paar statische Busse hingestellt haben, wo man seine Linie auch anfangen kann oder auch beenden kann oder auch eine Pause machen kann. Ja, und hier lese ich auch schon dann die nächste Frage vom Yassa 0901. Gibt es schon Planungen für die Zukunft? Denke bezieht sich darauf, ob in Zukunft das Ganze noch erweitert wird oder eben nicht. Ja, also wir wollen natürlich erstmal das eine fertig machen, bevor wir das andere jetzt hier irgendwie groß anfangen oder planen. Wichtig wird sicherlich auch sein zu sehen, wie gut es ankommt, also wie groß die Community ist, die sowas dann am Ende des Tages auch kauft. Aber natürlich wollen wir auch gerne weiter bei The Bus bleiben und auch gerne weiter an Updates und so weiter arbeiten. Ja klar, und hier schreibt auch Ramagani, Respekt mit den Zügen, hätte ich nicht erwartet. Konnte man eben auch schön im Bild sehen.
Ja, also das sind so Kleinigkeiten, die aber auch selber Spaß machen, wenn man eben weiß, dass selbst wenn der Bus hier nur relativ kurz drüber fährt, aber das ist etwas, was es ja auch irgendwie lebendig macht, ne? Also so eine Stadt auch lebendig macht, dass man dann einfach auch den Zugverkehr sieht und guckt, wie Züge einlaufen oder rausfahren. Wir sind jetzt hier vorm Hauptbahnhof Kirchenallee. Das ist auch so ein Hotspot, wo eben sich sehr, sehr viele Linien treffen. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit der Zeit ist. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rum oder so. Ob wir noch ein Stückchen hochfahren hier, lange Reihe, Timo? Würde das gehen? Ja? Okay, also wir fahren jetzt einfach mal hier vorbei. Hier in dieser Gegend sind sehr viele Hotels. Hier ist auch ein großes Theater, rechte Hand, und Restaurants und so weiter. Und wir fahren gleich in eine relativ schmale Straße, die lange Reihe, wo sich aber wirklich so ein Geschäft nach dem nächsten anschließt. Das ist auch sehr interessant. Die können wir mal ein Stückchen hochfahren, bevor wir uns den anderen Teil dann Richtung Speicherstadt angucken. Genau, und hier der Leon Dennis 18, grüß dich, hat zum ersten Mal gechattet. Er fragt, das DLC sieht soweit sehr gut aus, aber TML muss langsam die KI-Busse ins Spiel bekommen. Steht denn der Release zum 14.06.? Also zum ersten Teil der Frage, wir sind natürlich aktuell an den KI-Bussen schon dran. Unsere Leute entwickeln aktuell schon die KI-Busse. Das heißt, das wird dann auch in der früher oder späteren Zukunft kommen. Da arbeiten wir, wie gesagt, tagtäglich dran. Und zum Release am 14.06., ich weiß nicht, wo du das aufgeschnappt hast. Zum Full Release für den Bus auf PC ist nach wie vor geplant, ist unser Ziel, das bis Ende des Jahres auf jeden Fall full zu releasen. Okay, wir fahren jetzt hier also die lange Reihe weiter. Wie man sieht, relativ schmale Straße. Wir sind jetzt hier im Stadtteil St. Georg in Hamburg, fahren Richtung Norden, also Richtung der sogenannten Sechslingspforte. Auch eine ziemlich große Kreuzung, da sollten wir vielleicht dann stoppen, Timo, an der Baustelle, wo eine richtig große, richtig fette Baustelle ist. Die haben wir auch so gelassen, weil da, seit wir dieses DLC hier bauen, tatsächlich immer noch Baustelle ist. Die ändert sich zwar mal, oder Verkehrsführung ändert sich, aber natürlich ist das irgendwie immer noch Baustelle. Wie man hier sieht, hier ist wirklich Geschäft an Geschäft, die wir versucht haben, natürlich dann irgendwie auch so auszustatten mit entsprechender Reklame und so weiter. Genau, und ich habe jetzt hier auch schon die Frage gelesen, wann kommt denn die 147 heute raus? Da auch eine klare Info, nach dem Stream wird die Linie 147 in der Bus freigeschaltet mit der Erweiterung der Linie 245. Das heißt, nach dem Stream könnt ihr auf jeden Fall dann direkt mal euer Spiel updaten und die Linie neu abfahren und testen und natürlich wie immer euer Feedback geben. So, wir sind jetzt hier am Krankenhaus St. Georg. Da wird es auch noch ein paar Ergänzungen geben. Also da kommen noch Beschriftungen an diese Mauer und ein paar Schilder. Und ich glaube, die suchen da immer Personal. Das haben wir auch gerade fertig gebaut. Also irgendwelche Banner, wo sich Leute für die Pflege oder so bewerben können. Und wir fahren jetzt langsam Richtung Barkerstraße bzw. Sechslingspforte mit dieser wahnsinns großen Baustelle. Ich hatte ja schon geschrieben, wird auch noch in 10 Jahren Baustelle. Sehr wahrscheinlich irgendwie das Stalingrad des Hamburger Berufsverkehrs, wenn man sich das da anguckt, weil das ist auch ohne Baustelle schon immer schlimm und mit Baustelle ist es eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Ja, ich glaube, dem Timo, den gefällt es auch bisher. Ist ja auch für ihn oder für uns alle das erste Mal, dass wir es sehen. Aber bisher, ich weiß nicht, wer einen Counter gemacht hat, brauchte man, glaube ich, nicht bisher. Er hofft, hat er gesagt. Ja, wir sind jetzt hier fast an der Alster. Also wenn man von oben kommt, also in die Gegenrichtung fährt, dann wird man da irgendwie auch auf die Alster gucken können, ein paar Segelboote sehen können und die Skyline auf der anderen Seite der Alster. Müssen wir noch ein paar Sachen mit den Distanzen einstellen im Spiel, aber das wird auch nett sein, weil da kannst du unter anderem auch dann den Fernsehturm sehen oder auch das SAS Radisson, ziemlich großes Hotel, ziemlich großes Haus. Aber das passiert jetzt alles, wie gesagt, das ist alles, was ihr hier noch seht, ist alles noch Alpha-Version, wir sind noch nicht mehr in der Beta. Ja, grüß dich, Danny, bin 56, auch zum ersten BLN, nicht bin, 56 auch zum ersten Mal gechattet, ich freue mich schon sehr drauf, freut uns natürlich, freut auch natürlich Volker, freut uns alle, dass es euch gefällt. Und hier fragt auch noch ATC Beer, keine Release-Party heute Abend, na klar, heute Abend, wie immer,
freitags Flashbass FM live hier. Dieses Mal auch wieder mit Tom und René. Und Release Party, na klar, Release Party 147 ab 19 Uhr hier auf dem gleichen Twitch-Kanal. Das heißt, ihr könnt wie immer hier im Idealfall einfach draufbleiben und dann ab 19 Uhr die Release Party genießen. Ja, dieses wäre jetzt die Fahrt gleich in die Papenhuder Straße, beziehungsweise in den Stadtteil Winterhude. Ich glaube, dann könnten wir an dieser Stelle wahrscheinlich die 17 hier auch beenden, weil sie den Innenstadtbereich dann verlässt. Also der andere Bereich ist auch schön, aber vielleicht sollten wir einfach nochmal vom Hauptbahnhof aus die 6 weiterfahren. Die fährt ein bisschen anders als die 17, die ja nicht in die Speicherstadt fährt, sondern die 6 fährt in die Speicherstadt. Und da kann ich auch noch ein bisschen was zu den Objekten und zu den Gebäuden sagen. So, hier sehe ich auch die Frage, die jedes Mal wiederkommt. Wie geht's Max, unserem besten Mann? Volker, dazu kurzer Hintergrund. Der Max, der liefert wirklich sozusagen 24/7 Support auf Discord und das freut natürlich die Community sehr und deswegen ist er auch immer heiß gefragt hier im Stream, obwohl er rein faktisch noch nicht bei einer Sendung dabei war. Aber es wird hier wirklich jede Sendung auf Max hingewiesen, wie es ihm geht. Aber ihm geht es natürlich gut. Er ist oben, entwickelt fleißig weiter für euch und liefert Support. Max ist ein ganz wichtiger Mann. Der hat hier irgendwie noch kurz vor der Sendung eine neue Version kompiliert. Also ohne Max hätten wir wahrscheinlich ein Problem gehabt, das so zu zeigen, wie wir es jetzt gerade hier sehen. Genau. Timo, ich kann wieder umschalten, sagst du? Ja. Gucken wir uns mal die zweite Linie an. Auch hier wieder Lisa Modding, sehr, sehr schön, tolles DLC, grüß dich. Ja, wir stehen jetzt hier also bei uns war es noch ein Saturn, mittlerweile ist es ein Mediamarkt, aber wir haben ja, wie gesagt, Stand Anfang 2023, als wir die ganze Erkundung gemacht haben. Insofern ist das jetzt noch hier bei uns ein Saturn. Wer da in der Realität jetzt hingeht, der wird dann halt, muss dann halt in einen Mediamarkt gehen. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Ausschnitt der Linie 6. Hier drüben nochmal links Hühnerposten in Hamburg. Da ist großes Gewerkschaftshaus. Kann man übrigens auch, wenn man in der Innenstadt parken will, sehr günstig parken. Also weitaus günstiger, als wenn man andere Parkhäuser nimmt. Und die Markthalle, die vielleicht auch der eine oder andere kennt, weil es eine legendäre Hamburger Konzertveranstaltungslocation ist. Also Timo fährt jetzt hier mal bei Rot. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben alle U-Bahn-Eingänge hier in der Innenstadt per Blueprint nachgebaut. Das heißt, also wir haben uns einen Blueprint gebaut, weil die alle unterschiedlich sind. Die sind nie gleich. Also die haben andere Gitter und andere Maße. Die sind mal unterschiedlich lang und unterschiedlich breit. Und einige haben Treppen und einige haben Rolltreppen und so weiter. Das haben wir alles nachgebaut. Also wer hier lang fährt mit dem Bus, der wird das alles wieder erkennen, wenn er Hamburg kennt. Ja, sehr, sehr stark. Könnt auch gerne mal hier jeder in Chat schreiben, wer vielleicht aus Hamburg, Nähe Hamburg kommt. Würde mich auch oder würde uns auch mal interessieren, ob da vielleicht auch Hamburger dabei sind, die das Ganze gerade schauen. Neben natürlich Volker und auch Timo hebt hier die Hand. Weiß gar nicht, ob das die Community weiß, Timo. Glaub nicht, gell? Ja. Also wer aus Hamburg kommt, den kann ich auch nur empfehlen, morgen in einer Woche am 14. an die Binnenalster zu kommen, wenn er Zeit hat. Von 12 bis 19 Uhr kann man da nämlich diese Beta, die wahrscheinlich schon weiterentwickelt ist, tatsächlich mal spielen, weil wir haben eine Kooperation mit der Hamburger Hochbahn, deswegen dürfen wir auch alle Logos benutzen und Farben benutzen und so weiter. Und die haben dann eine einfache Spielstation gebaut, also Lenkrad und Pedale und einen Monitor, und da wird man im The Bus Hamburg Beta dann von 12 bis 19 Uhr selber spielen können. Also wer aus Hamburg kommt und an dem Tag Zeit hat, das nennt sich Mobility Festival, das ist so rund um die nicht rund um die Binnenalster, sondern das ist an einer Seite der Binnenalster da, wo also der Jungfernsteg ist, und da, wo das Apple-Gebäude ist, was der eine oder andere vielleicht kennt, weil das auch sehr markant ist, da steht der Bus der Hochbahn und da kann man dann auch schon mal selber ein bisschen zocken. Genau, jeder, der dann nochmal mehr Informationen braucht, das haben wir auch auf Social Media gepostet, vor allem auch auf Discord. Das heißt, ja, nutzt da wirklich auch mal die Gelegenheit, weil die gab es noch nie zuvor, da auch vielleicht wirklich schon mal Hamburg live zu testen. Und ich sehe im Chat, hier sind auch ein paar aus Hamburg dabei. Das ist natürlich schön. Aus erster Hand bekommen wir da das Feedback.
Ja, wir sind jetzt hier am alten Fischmarkt und fahren in Richtung der Speicherstadt. Also noch sind wir nicht ganz da, aber sind zumindest auf dem Weg dahin. Wir kreuzen jetzt hier gleich diese Hauptstraße B5, B4, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, auf der wir vom Westen her kommend Richtung Osten gefahren sind. Hier haben wir auch etliche Gebäude nachgebaut. Hier vorne zum Beispiel fährt man jetzt gleich auf die Kornhausbrücke zu und fährt dann in den Bereich Speicherstadt, was früher ja ein Zollfreigebiet war. Also früher gab es tatsächlich hier auch Zollschranken, weil Teppiche und Gewürze und so weiter hier in der Speicherstadt zollfrei eingelagert werden durften. Ja, dann hier ganz kurz mal eine Frage off-topic im Chat. Wurde schon zum zweiten Mal vom Ahmad Delali 77 gestellt. Und da wir hier den Busexperten haben, er fragt, ich habe eine kurze Frage, wann kommt der nächste neue ADL-Doppeldeckerbus? Da kam ein Schulterzucken, heißt, steht noch nicht fest und ist auf jeden Fall noch nicht fest geplant. Aber die Zukunft ist natürlich unvorhersehbar. So, wir fahren jetzt hier über die Kornhausbrücke, auch die extra gebaut. Links unter anderem das Zollmuseum, kann ich auch nur empfehlen, das mal sich anzugucken. Und hier sehen wir die Speicher, die mittlerweile größtenteils konvertiert sind. Also da sind Bürogebäude drin, Restaurants drin und so weiter. Wird man gleich nochmal sehen. Bus hält hier bei St. Ann. Hier vorne links gleich sehen wir auch ein sehr schönes Gebäude, auch eins, was sehr aufwendig in der Gestaltung war. Das ist die Hauptverwaltung der Hamburger Lagerhaus AG Hala. Und wird auch als Speicherstadt Rathaus bezeichnet. Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, auch mal schön für die Zuschauer zu hören, was da auch in echt dahinter steckt, hinter den ganzen Gebäuden. Und dass sie da auch mal ein bisschen, bisschen Hamburg auch näher kennenlernen und auch mal sehen, was Hamburg auch wirklich zu bieten hat. Ja, man sieht ja auch ganz gut den Kontrast zwischen neu und alt. Ne? Also wir haben die alten Speicher, die eben umgebaut worden sind. Oder jetzt hier vorne, wo Timo jetzt gleich abbiegen wird, Medical School. Das ist halt auch ein altes Gebäude, wo mittlerweile aber eine Schule drin ist oder beziehungsweise eine Universität drin ist. Und auf der anderen Seite halt wirklich sehr, sehr neue und sehr moderne Bauten. Und das macht eigentlich auch den Reiz der Speicherstadt aus. Also wer in Hamburg ist, der sollte auf alle Fälle mit der Linie 6 da mal reinfahren oder man kann da auch rumlaufen, so groß ist es ja nicht, weil es wirklich ein spannender Kontrast ist zwischen alt und neu. Und das ist auch nicht so, dass das jetzt nur so eine schickimicki-Gegend ist, wo Millionäre wohnen, sondern da gibt es auch tatsächlich sowas wie sozialen Wohnungsbau. Also da in der Hafen City leben eben auch ganz normale Menschen. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Fakt. Und hier wird auch gefragt von der Stefana Maurulus, wird es auch den Pride 2025 Skin geben in der Bus für die Hamburg Map? Also vielleicht dazu kann man ja auch erstmal sagen, weil ich jetzt hier schon einige Fragen gelesen habe, auch zwecks Bussen etc., dass ihr wirklich ausschließlich an der Map Hamburg arbeitet und das jetzt erstmal nichts mit irgendwelchen Bussen etc. zu tun hat. Naja, also Skins schon, ne? Also wir wollen schon Repaints liefern oder sind gerade dabei. Timo ist ja jetzt auch in einen eingestiegen hier. Wir wollen auch das nicht nur für die Busse machen, die tatsächlich in der Realität in Hamburg fahren, weil wir überlegt haben, also wir sind jetzt an der Endstation übrigens hier auf dem Sande, sondern wir wollen das für alle Busse machen, die es in the Bus gibt, auch wenn die Hochbahn vielleicht nicht VDL fährt oder Scania fährt oder so, das ist egal. Es muss sich also niemand die Sachen im Workshop zusammen puzzeln oder so, sondern das kann man dann alles, wenn man die Map hat, werden die alle mitgeliefert. Hier vorne übrigens, das ist die Starthaltestelle, rechte Hand ist ein Speicher, wo der Hamburg Dungeon drin ist, wird vielleicht auch der eine oder andere kennen, und eine der absoluten Besucherattraktionen, Miniaturwunderland, also wer so Eisenbahn und öffentlichen Personennahverkehr oder Fernverkehr in Miniatur mag, für den ist das ein absolutes Muss. Und wir fahren jetzt hier am alten Kesselhaus vorbei, was mittlerweile auch ein Restaurant ist, also auch kein Haus mehr, wo irgendwie Dampf erzeugt wird. Und hier sind halt auch viele Firmen, ne? Also Reedereien, so wie Costco sieht man hier und andere. Das haben wir auch alles so nachgebildet, wie es da wirklich dann im Santokai auch ist. Ja, der Ramagani schreibt auch hier, die denkmalgeschützten Zollhäuser sind super. Und Ramagani war ja oder ist ja auch aus Hamburg. Hat auf jeden Fall großen Wiedererkennungswert. Hier fragt der
ATC Beer wieder, fährt der 6er nicht mehr zum U-Feldstraße? Nee, zur U-Bahn-Station Feldstraße. Nee, fährt er nicht mehr. Das ist die 17. Die 6 fährt, wo wir jetzt sind. Also das ist der Start der Linie 6 hier, den Timo gerade fährt. Wir sind jetzt hier am Sandtorkai. Von da aus fährt er jetzt gleich wieder zurück Richtung Hauptbahnhof und fährt dann weiter über Winterhude bis in den Borgweg. Also da ist man schon fast am Stadtpark. Das ist der Weg der 6 und der ist auch komplett nachgebildet. Achso, hier, das ist vielleicht noch interessant. Wir haben dynamische Parkhausschilder gebaut. Das heißt also, da werden sich auch die freien Plätze ändern. Die sind auch alle wirklich, weil es ein Blueprint ist, wirklich alle 1:1, so wie das in Hamburg auch ist. Also auch mit der Farbkodierung, dass man weiß, in welchem Bereich man ist. Und wo man als Autofahrer, ist jetzt Busfahrer vielleicht nicht ganz so interessant, aber wo man als Autofahrer dann weiß, hier kann man noch parken, was in Hamburg ja immer nicht so ganz einfach ist. Genau, hier auch grüß dich. Dennis 12083 fragt ja auch nochmal, ist von euch TML Studio eine Busmodding-Möglichkeit geplant, wo auch die Community eigene Fahrzeuge erstellen kann? Ja, das ist geplant. Hatten wir auch schon immer mal erwähnt. Da könnt ihr auf jeden Fall euch auch drauf freuen. Haben wir auf dem Schirm und uns auch bewusst, dass das für viele von euch natürlich dann auch interessant ist. Timo, wenn du jetzt hier gleich die Cornersbrücke gefahren hast und die nächste Kreuzung, fahr da mal bitte rechts, weil das haben wir auch noch gebaut. Das gehört normalerweise nicht zum Linienweg der 6, aber das ist so eine Pausenkehre, die wir aber extra nochmal eingelegt haben, wo man dann in Hamburg Richtung Messberg fährt, wenn dir das was sagt. Und da hat man auch nochmal einen sehr, sehr schönen Blick über Teile der Speicherstadt, die wir auch extra gebaut haben. Also hier noch nicht, sondern quasi die nächste Kreuzung dann bitte rechts abbiegen. Ja, und an der Stelle auch nochmal wirklich hier, wenn ich auf die Zuschauerzahlen schaue, danke für jeden Einzelnen, der heute auch wieder eingeschaltet hat. Wir sind hier schon seit Minuten konstant über 70 Zuschauer. Das freut uns natürlich riesig. Wir sehen hier von Stream zu Stream natürlich die Zuschauerzahlen steigen und freuen uns auch einfach sehr, dass immer mehr von euch da draußen, von der Community, einfach die Möglichkeit nutzen, hier eure Fragen zu stellen, auf den neuesten Stand zu kommen und einfach hier den direkten Austausch mit uns zu haben, weswegen wir das natürlich auch jetzt live eingeführt haben, damit wir euch eben auch die Möglichkeit bieten können und auch da noch besser direktes Feedback von euch bekommen, was wir dann natürlich auch wiederum in unsere Entwicklung mit einfließen lassen können und wollen. Also Timo wird jetzt hier gleich nochmal in die Willy-Brandt-Straße einbiegen. Das ist diese B4, B5. Übrigens, wer darauf geachtet hat, also wir haben die Matrix angepasst an die Hamburger Matrix-Farbe, die so ein bisschen orange, dunkles Orange. Und die Innenanzeigen drin sind auch an Hamburg angepasst. Also in Hamburg ist es so, dass dann auf den Monitoren halt die Fahrgastinformationen stehen und die nächsten Haltestellen und so weiter und so fort. Und das haben wir auch drin. Und das sind auch alles Original-Hochbahnmotive, die wir da haben und die man da irgendwie sehen kann. Hochbahnmotive wird man sowieso hier und da in der Stadt sehen. Hier sehen wir auch, rechts stehen ein paar statische Busse. Das ist tatsächlich auch ein Pausenplatz für die Busfahrer, wo die dann den Bus abstellen und wo sie dann hier vorne, wenn du da gleich rechts abbiegst, wo man dann halt auch wieder auf die Hauptstrecke kommt und gleich würde man, wenn man hier rechts abgebogen ist und etwas nach links guckt, würde man halt die schöne Silhouette von Teilen der Speicherstadt sehen. Ja, hier auch nochmal eine interessante Frage von Simplay Simulation zum Thema Fußball. Wird man an Spieltagen Busse von Stadien sehen und vielleicht Sounds? Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das würde ja, wenn überhaupt, nur St. Pauli betreffen. Hier vorne links sehr schön nochmal zu sehen, ganzen Teil der Speicherstadt, wirklich jedes Haus da einzeln nachgebaut. Für den HSV wird es ja sowieso nicht gelten, weil da gibt es ja eigentlich nur Busverkehr von S-Bahn Stellingen oder S-Bahn Othmarschen, meine ich, zum Stadion. Aber wenn es mal sowas gibt wie Chrono-Events oder so, die man besser steuern kann, dann können wir das natürlich durchaus machen. Hier sind wir jetzt wieder quasi an der Cornersbrücke und würden jetzt wieder in die Speicherstadt fahren. Ja, du hast hier nochmal eben angesprochen, Volker, also ich bin da auch ein bisschen überrascht, dass ihr da wirklich jedes einzelne Gebäude auch wirklich 1:1 nachgebaut habt. Auch Ramagani schreibt hier, schon krass, dass auch alle 5 Hauptkirchen nachgebaut sind.
Naja, man sieht sie halt auch, ne? Also, wobei hier die Sichten überhaupt noch nicht angepasst sind. Das passiert jetzt noch im nächsten Schritt. Also es gibt ja so ein paar Landmarken in Hamburg. Der Fernsehturm ist zum Beispiel eine oder das SAS Rädesen, was ich vorhin angesprochen habe, oder das Polizeipräsidium oder auch der Feldstraßenbunker. Da sind wir überhaupt noch nicht angefangen, die zu optimieren, sodass man die dann eben auch von wirklich weit, weit her sehen kann. Mhm. Und wir haben jetzt hier auch ein neues Follower-Ziel erreicht von 330 Followern. Danke an jeden Einzelnen, der gefolgt hat, habe ich eben gesehen. Und dann hier auch direkt, danke an 40 Bits von Krasse Nase. Hat man eben im ganzen Stream gesehen. Danke, danke. Mit dem Hype-Emoji. Hier ist übrigens auch noch ein bisschen Magie im Spiel, ne? Wie man sieht, schweben hier die sitzende Person über den Bänken. Also das sind so Sachen, das muss halt jetzt noch irgendwie alles gefixt werden, weil das noch nicht ganz richtig ist. Aber ist ja eine Alpha. Ist ja eine Alpha und insofern ist das jetzt auch nicht wirklich schlimm und es wäre auch kein Gamebreaker, wenn das nicht sofort irgendwie behoben wird. Aber wir beheben es natürlich, ganz klar. Genau, das ist ja wie immer bei solchen Vorstellungen, geht es ja nicht darum, dass das alles schon zu 100% perfekt ist, sondern es geht vorrangig auch darum, um euch ja einen ersten Einblick mal wirklich geben zu können, das Ganze anzuteasern und einfach zu schauen, worauf ihr euch freuen könnt. Ja, also ihr seht ja jetzt hier, Timo fährt ja jetzt hier zum zweiten Mal lang, also die Tour zur Endstation auf dem Sande ist halt ein bisschen anders als der Start, ne? Also der Bus fährt jetzt hier anders. Ich weiß gar nicht, warum man das gemacht hat. Wahrscheinlich die ganzen Busgäste, die da irgendwie in den Geschäftshäusern, Costco und so weiter arbeiten, damit man die irgendwie auch noch mitnimmt. Was vielleicht auch wichtig ist, Timo, vielleicht kannst du hier vor dem Speicher gleich nochmal irgendwie halten. Wir haben bei den Speichern, da ist sehr viel Handel, so Teppiche, Gewürze, Kaffee, Tee, solche Geschichten. Da kommen noch Banner hin, weil die dürfen also da nichts an die Fassaden bringen, weil das ja alles geschützt ist. Und da haben wir also auch Fassaden für verschiedene Gewerke gemacht. Hier sind auch Rampen oder es kommt auch noch der ist schon fertig, muss nur noch eingesetzt werden. Es kommt auch noch so ein Lastenaufzug hin, so ein altes Teil, was aber immer noch in Benutzung ist, weil die halt früher hier ihre Sachen hochgezogen haben. Also man wird das alles wieder erkennen, hier die Rampen, damit die Waren in die Speicher reinkriegen. Hier auch nochmal Lisa Modding mit 30 Bits. Danke, Leute. Auch alle, die hier nochmal reingefolgt sind. Danke, Dennis, für dein Follow. Freut uns sehr. Wir haben übrigens auch, was man hier hinten vielleicht noch so ein bisschen schemenhaft sieht, wir haben also auch die gesamten Brücken da in der Speicherstadt, die auf dem Fahrweg liegen, nachgebaut. Also diese Brücke, die da im Hintergrund ist, die so ein bisschen schräg abgespannt ist, die ist natürlich jetzt nicht irgendwie vom Spiel aus zu sehen, aber man sieht sie halt trotzdem in der Entfernung. Ist alles nachgebaut worden. Wir sind jetzt hier wieder an der Stelle, wo der Bus dann, wenn man hier seinen Dienst anfängt, starten wird, also Linie 6, dann in Richtung Borgweg und dann erstmal hier gleich wieder links abbiegen, Sandtorkei und so weiter und so fort. Hier jetzt auch nochmal eine Frage von Dennis. Mal eine Frage, die jetzt nicht mit Hamburg DLC von der Bus zu tun hat. Gibt es noch die Innovationslinie 109 aktuell? Gucke ich gerade in fragende Gesichter, was er genau damit meint. Wahrscheinlich Berlin. Oder Dennis, gerne nochmal genauer deine Frage erläutern, weil wir wissen gerade nicht ganz, was du genau meinst. Also hier sieht man auch nochmal Brücken. Ne? Die Brücken hier kann man übrigens weitergehen bis in die Innenstadt von Hamburg. Also man kommt zu Fuß, ohne Straßen queren zu müssen, hier in die Speicherstadt als Fußgänger. Ach, hier wieder nochmal. Danke, krasse Nase, wieder für 40 Bits. Hatten wir so noch nie, glaube ich auch, Volker. Freut uns natürlich sehr. Wo kann ich das Geld abholen? Tja. Vielleicht in Hamburg oder in Berlin, man weiß es nicht. Hier vorne fahren wir jetzt vorbei am Fleet-Schlösschen, dieses kleine Gebäude. Da ist so ein Bistro drin.
hier vorne rechts, auch ein sehr, sehr nettes Gebäude, hat auch Spaß gemacht, das zu bauen, weil da kann man auch runter ans Wasser gehen, da gibt es Treppen runter und so. Also auch ganz nett geworden, finde ich jedenfalls. Ach so, die Frage von Dennis hat sich auf Hamburg bezogen, Volker. Er fragt oder hat gesagt, nein, es gibt oder gab eine Linie 109 in Hamburg, wo damals Innovationstechnologien getestet wurden. Also sämtliche Antriebstechnologien. Ja, haben wir tatsächlich, also höre ich jetzt auch zum ersten Mal, haben wir tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Hier vorne war übrigens früher der Zoll, ne? Rechte Hand, dieses kleine Häuschen hier. Und ich kann mich selber noch erinnern, weil ich eine Zeit in Hamburg gearbeitet habe und manchmal durch den Freihafen gefahren bin. Und wenn man Pech hatte, dann musste man halt das Auto anhalten, Kofferraum aufmachen. Und dann haben die nachgeguckt, ob man nicht irgendwie Tee oder Kaffee oder Teppiche oder Zigaretten, ich weiß nicht, was da noch alles gesucht wurde, ob man das nicht irgendwie mitgenommen hat. Ist natürlich alles nicht mehr. Heute ist da nur noch das Zollmuseum, was aber auch sehenswert ist, weil der Zoll ja sehr viele Aufgaben hat und da kann man sehr viel lernen, auch wie man Drogen schmuggelt oder besser nicht schmuggelt. Ja, sollte man wahrscheinlich dann doch lieber lassen. Aber ein Gang ins Museum ist wahrscheinlich immer wert. Ja, wir wollten mit dem Team, wir haben letztes Jahr ein Team-Meeting gehabt im Mai, wollten wir lernen, was war leider zu. Insofern war das ist das ein bisschen schade, aber es lohnt sich auf alle Fälle, wenn man mal so ein Hamburg-Wochenende hat oder so. Es muss nicht immer das teure Musical sein, es gibt auch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, ein Wochenende in Hamburg zu verbringen, ohne dass man jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld ausgeben muss. Ja, also Volker, ich muss ehrlich sagen, jetzt die knappe Stunde schon wieder rum von der Vorstellung. Also hätte nicht gedacht, dass so viel in Hamburg drin ist, beziehungsweise wusste es einfach noch nicht. War, denke ich, auch oder ist auch für die Zuschauer mal interessant, mal so viel Einblick in Hamburg zu bekommen, nicht nur im Spiel, sondern eben auch, wie du es die ganze Zeit erklärt hast, nochmal, was da einfach auch dahinter steckt. Und den ganzen nördlichen Teil haben wir noch gar nicht gesehen. Wir sind ja sozusagen vor Winterhude abgebogen, also an der Alster oben abgebogen. Den haben wir uns jetzt erstmal geschenkt, aber vielleicht kann man das ja auch nochmal wiederholen, wenn es jetzt hier gut angekommen ist, kann ich auch gerne nochmal nach Erfurt kommen. Ja, sehr, sehr gerne. Also könnt gerne mal in den Chat hier schreiben, ob es euch gefallen hat. Der Einblick hier mit Volker. Ich denke, es war eine ganze Menge drin. Ganze Menge habt ihr gesehen. Seid da jetzt auf jeden Fall auf einem sehr guten Stand, was das Thema Hamburg DLC angeht. Und ja, hab's ja auch schon mehrmals gelesen, jetzt hier ganz, ganz oft. Ihr freut euch alle drauf und Volker, ihr seid auch also Hallicon Media auf Social Media vertreten. Wo können euch da die Leute, wenn sie da jetzt Interesse am Hamburg DLC haben, wo können sie da auf dem neuesten Stand bleiben? Also wir posten eigentlich alles auf Facebook, wenn das noch einer kennt. Aber sind auch auf X, Twitter. Wir sind jetzt nicht so auf Discord, finde ich auch nicht so die optimale Plattform, weil das doch irgendwie ziemlich wild durcheinander geht. Und ja, wir überlegen jetzt, ob wir tatsächlich auch mehr so mit Reels machen und dann Insta ein bisschen mehr forcieren. Also man kann, wenn man will, alle Informationen kriegen, Newsletter von der Webseite und eben uns auf diversen Kanälen folgen. Alles klar, das heißt kurz gesagt, aktuell kann man euch, wenn man alles rund ums Hamburg DLC wissen möchte, auf Facebook finden. Ja, auf Facebook oder auf unserer Webseite oder Telegram. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, wo man sich das angucken kann. Genau, ansonsten könnt ihr euch natürlich sicher sein, dass wir auch noch das ein oder andere Mal bei uns, bei TML auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, wie immer da auch posten werden, neue News durchgeben werden, bestimmt auch nochmal neue Insights geben werden in Form von Videos oder eben Screenshots etc., wie wir es bisher auch gemacht haben. Und wie der Volker auch schon gesagt hat, war auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass er hier den Gang nach Erfurt gegangen ist, weil es eben noch viel, viel mehr zu sehen gibt. Ja, genau. Gut, dann ist sehr, sehr schnell auch schon wieder diese Stunde hier rumgegangen. Also die vergeht wirklich wie im Flug immer. Ihr wart wieder fleißig am Start, fleißig eingeschaltet. Es sind immer noch über 70 Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten überwiegend alle Fragen beantworten. Hab gesehen, euch hat's gefallen. Freut euch auf jeden Fall drauf. Wir geben wie immer die neuesten News durch. Und an der Stelle auch nochmal, Volker, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Volker ist heute
früh mit dem Zug angereist. Ich weiß nicht, wie lange ist man da unterwegs? Ja, 4 Stunden. Oh. Aber das ist schnell vergangen, alles gut. Ja, 4 Stunden. Also da auch nochmal ein dickes Danke an dich, Volker. Vor allen Dingen vielen Dank an den Busfahrer hier unter uns. Fehlerfrei gefahren und auch sehr gut gefahren, an den richtigen Stellen gehalten, sodass ich ein bisschen was zu den Sachen sagen konnte hier als quasi Fremdenführer. Nee, toll. Vielen Dank auch für die Einladung, Toni, und TML-Team hier. Das war wirklich toll, hat Spaß gemacht. Gerne, gerne. Uns hat es auch Spaß gemacht. Natürlich danke auch nochmal an Timo für deine Zeit. Timo war ja auch in den vergangenen SimDevs öfter mal dabei. Ist ein bisschen SimDevs, aber davor noch, als wir das per Video gemacht haben, zwecks Modding Editor Tutorial, da ist ja auch der Timo immer fleißig dabei, der Busexperte. Und dann nochmal der Hinweis. Packt euch auf Steam das Hamburg DLC in die Wishlist. Ansonsten später ab 19 Uhr hier auf Twitch, auf Flashbass FM, Release Party mit Tom und René, Tatütata, die Bekloppten, die Bad Boys sind wieder da. Und dann würde ich sagen, jetzt schnappt ihr euch dann auch noch das neue Update nach dem Stream, Linie 147 mit Erweiterung 245. Gebt da auch wie immer fleißig euer Feedback ab. Da sind wir auch sehr, sehr gespannt. Hatten wir auch schon vorgestellt. Und dann würde ich mich bei den knapp über 70 Zuschauern verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Spätestens in 2 Wochen wieder am Freitag um 15 Uhr hier live auf Twitch mit dem nächsten SimDev Livestream mit neuen Gästen, mit einem neuen Thema. Und in diesem Sinne, ciao an alle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.